Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, heute mal was ganz Besonderes, denn wir haben uns Sitzbezüge bestellt für unsere Sitze, für unsere Pilotensitze in unserer Yacht in Italien. Die wollen wir heute drauf machen auf unsere Sitze, das wollen wir euch mal zeigen und wir nehmen euch da mal mit und viel Spaß in dem Film. Bis gleich. Wir haben hier das Leder, wobei jetzt das Leder eigentlich ordentlich ist, aber wir haben im Sommer und auch im Winter haben wir hier Schaffell drauf gemacht, da wird man ordentlich weich sitzen. Das wollen wir jetzt ganz einfach mal hier wieder wegnehmen und da haben wir uns speziell für diese Sitze in der Form, in der Variante passgenau Sitzbezüge in Italien bestellt. Das wollen wir euch mal zeigen, wie das ausschaut. Das sind jetzt die Sitzbezüge. Das Leder hier oben, das Leder hier ist ein kleines bisschen heller. Alcantara Leder. Und hier in der Mitte haben wir Velourstoff, damit wir ganz einfach entsprechend weicher hier auch sitzen. So ungefähr soll das dann ausschauen. Das zeigen wir euch, wie wir das drauf machen. Das Leder geht bis hinten runter und wir haben hier das dann zum Festmachen. Unten mit Klettverschluss und mit Haken. Dann haben wir das Ganze noch einmal für die Sitzfläche. Das Braun, identisch mit unserem Braun jetzt, was wir hier im Wohnmobil verbaut haben. Und an der Seite dieses Leder. Das wird dann so drüber gezogen und hier am Sitz befestigt. Armlehnen rechts und links haben wir dann noch diese Bezüge, wiederum aus Leder, passgenau zugeschnitten, hinten vorn mit Rundungen und obendrauf das Velour. Die Sitzbezüge, das ist jetzt nicht nur für die Sitze jetzt bei uns hier im Mobilbetta. Die Wohnmobilsitze sind ja fast alle gleich. Die Firma werde ich noch mal mit einblenden, von dem die Sitzen sind. Aber der Hersteller von den Sitzbezügen hat die ganzen Wohnmobilsitze, die Maße da. Also man braucht das bloß abzufotografieren und schon bekommt man seinen Sitzbezug maßgefertigt geliefert. Man schickt einfach mal ein Foto hin und dann gleicht er das nochmal ab mit den Maßen und dann wird es passgenau angefertigt. Bei uns ist es jetzt so, dass wir jetzt hier diese Pilotensitze haben mit den beiden Armlehnen. Ich zeige gleich erst einmal jetzt hier, bevor wir den Sitzbezug hier drauf ziehen auf den Pilotensitz, die Vorarbeiten. Es sind einige Vorarbeiten hier am Sitz zu tätigen, damit wir die Sitzbezüge nahtlos drauf bekommen. Alle die von euch, die den Pilotensitz hier in der Ausführung haben, mit dem Gurt oben, ziehen wir hier oben diese Schutzkappe ab. Unter der Schutzkappe befindet sich die Schraube für den Gurt. Das müssen wir entfernen, damit wir den Sitzbezug nahtlos drüber bekommen. Und ich empfehle dann hier noch diese Abdeckung abzumachen. Das zeige ich euch noch mal, wie das funktioniert. Und zwar kommen wir hier ganz einfach rein mit einem kleinen Schraubendreher. Hebeln wir das aus. So, und schon haben wir die Klappe hier nahtlos entfernt. Dahinter eine Innensechskantschraube, die entfernen wir. Die Innensechskantschraube wird entfernt. Ja, das war auch relativ locker. Das ist ja auch so
eine Geschichte, die muss ab und an mal angezogen werden. Hier war sie doch relativ locker. Das entfernen wir. Und ziehen die Kappe runter. Somit haben wir jetzt hier mehr Luft, wenn wir den Sitzbezug jetzt hier draufziehen. Das gleiche machen wir nochmal auf der anderen Seite. Ja, liebe Freunde, ich empfehle euch ganz einfach den Sitzbezug auf der Sitzfläche als erstes zu machen, weil wir die Rückenlehne haben. Wir müssen die Rückenlehne klappen, damit wir besser rankommen. Und da der Sitzbezug von der Sitzfläche nach unten verspannt wird, können wir das besser durchziehen. Wir kommen besser ran mit den Fingern, weil die Verkleidung hinten dran an diesen Sitzen vernietet ist. Die bekommen wir nicht ab. Und danach machen wir dann den Bezug drauf für die Rückenlehne. Und das zeigen wir euch jetzt ganz einfach. So, jetzt haben wir den Sitz richtig drauf. Es ist passgenau, es zieht bis vorn ran. Man sollte das auch richtig schön hinten reinspannen. Jetzt drehen wir den Sitz um und spannen das ganz einfach von hinten durch. So, was wichtig ist, ist, dass wir den Sitz ganz einfach mal klappen. Und dann sehen wir jetzt hier im Hintergrund, habe ich schon das optimal durchgezogen. Hier sehen wir die Schlaufen und die ziehen wir jetzt nach vorn. Das Material ist so gut vernäht, dass wir auch richtig hier dran ziehen können. So, liebe Freunde, um euch das nochmal richtig hier zu zeigen. Hier haben wir diese Haken. So, und hier haben wir diese Schiene dahinter. Und in dieser Schiene können wir die Haken problemlos einhängen. Ne? So schaut es dann aus. So, und das machen wir mit allen dreien. Und somit ist der optimal befestigt. So, bevor wir jetzt hier den Sitzbezug drauf ziehen, ziehen wir das ab. Das ist jetzt die Schale für den Gurt. Jetzt haben wir diesen schwarzen Streifen hier frei liegen. Jetzt schauen wir uns das an. Jetzt haben wir überall die Klettverschlüsse aufgemacht, stülpen das ein wenig um und ziehen das ganz einfach jetzt hier oben drüber. Das geht auch relativ einfach. So, und hier haben wir jetzt die Öffnung. Die Armlehnen dabei nach oben. Da kriegen wir es am besten runter. So. Jetzt haben wir das erstmal aufgezogen. Jetzt zeige ich euch das mal, dass ihr das mal seht mit dem Gurt. Das ist jetzt die Gurthalterung. Das ist jetzt die Auskabung. Also so schaut es dann aus. Und dann kommt natürlich hier drauf die Verkleidung wieder und somit sieht man das nicht mehr. So, jetzt spannen wir das Ganze. Das heißt, man zieht das richtig nach unten. Als erstes würde ich empfehlen, diese Nut hier, das was hier ausgenäht ist, beziehungsweise angenäht ist, durch den Sitz durchzustecken. Richtig schön durch bis ganz hinter. Weil wir den Sitz drehen
und das natürlich dann passgenau machen. So, jetzt drehen wir unseren Sitz. So, dann zeige ich euch das mal. Und jetzt haben wir hier Klettverschluss. Hier haben wir den Klettverschluss. Und hier diesen Klettverschluss, das müssen wir spannen. Da stelle ich erstmal die Kamera weg, weil da brauche ich beide Hände dazu. So, jetzt haben wir das gespannt. So schaut das aus. Ohne Verkleidung. Jetzt haben wir hier hinten noch das Überstehen. Und das machen wir jetzt fertig und ziehen das schön durch. Als erstes erstmal hier diesen, das ist so eine Art wie Stretch-Gummi. Also so, dass sich das auch immer schön nachspannt. So, ganz einfach erstmal durchzuziehen. Den Sitz noch einmal hochklappen. Richtig dran ziehen, dass das vorn richtig gespannt ist. Dann klappen wir den Sitz ganz um. So, und dann machen wir das hier mit dem Klettverschluss richtig schön straff fest. So schaut das jetzt aus. Wunderbar. Jetzt haben wir hier die Armlehnenbezüge. Da muss man ganz genau schauen. Hier hinten sind die gerade genäht, hier hinten sind die halbrund genäht, dass wir die richtige Richtung haben. Das ist verkehrt. Also dass wir hier die richtige Richtung haben. Dann ziehen wir das auf, ziehen das hier drauf, klappen hoch und ziehen das hier ein. Jetzt habe ich hier schon die Verkleidung mit drauf geschoben. Das können wir gleich noch mit befestigen, dass das schön einrastet. Fest muss das ja sowieso sein, weil das lockert sich ja immer, wenn man das hier rauf und runter macht, diese Armlehne. Somit haben wir den Bezug von der Armlehne hier gleich richtig an der Armlehne befestigt. Wir machen jetzt hier die Klappe wieder drauf und das war's. Jetzt machen wir das Ganze auf der anderen Seite nochmal das gleiche. So, liebe Freunde, und zum Schluss machen wir hier diese Gurtkappe wieder mit drauf. Das drückt schön ran, dann sitzt das optimal dran hier. Wir nehmen uns unseren Gurt. Gebt Acht, dass der Gurt richtig, dass euer Gurt nicht verfitzt ist, das ist wichtig. So, liebe Freunde, das war's gewesen. Die Sitzbezüge auf unserer K-Yacht, auf unsere Pilotensitze sind drauf. Ich zeige es dann nochmal im Detail. Wunderbar. Wir haben es schön gespannt, sitzt optimal. Man sitzt auch sehr schön. Ich sitze jetzt hier auf dem Beifahrersitz. Man sitzt wunderbar. Und wer Interesse hat, ihr findet die Adresse in Italien unten in der Videobeschreibung. Wir sind ganz einfach begeistert, wir verdienen da nichts dran. Ist ein super Produkt. Das ist ganz einfach mal eine Empfehlung, wo man ganz einfach sagen kann, das ist okay. Man hat Velour, man hat Leder, je nachdem, man kann sich alles Mögliche aussuchen. Wenn man den anschreibt, dann bekommt man ganz einfach die Sachen auch
zugesendet per Mail und dann kann man sich das selber zusammenstellen in verschiedenen Farben, Stoffen, Leder und so weiter und so fort. Vom Preis her richtet sich nach dem Sitz und nach der Größe. Wir haben für das komplette Set mit Armlehnen ca. 300 € bezahlt, komplett. Das ist natürlich auch Alcantara-Leder und so weiter. Und für unsere Sitze und für unsere L-Sitzgruppe und für unsere Sitzbank hier gibt es das natürlich auch. Werden wir natürlich zu gegebener Zeit nochmal mitmachen. Die Design-Sitzbezüge aus Italien, handgefertigt. Unsere Empfehlung, wir sind begeistert. Ja, liebe Freunde, das war's gewesen. Ich schaue mal auf die Uhr. Also wir haben jetzt circa 1 Stunde gebraucht, um die Sitzbezüge hier drauf zu machen. Also relativ zügig, wenn man weiß, was man tun muss. Wer von euch das noch weiß, wie man hier die Sitzfläche von den Sitzen leicht lösen kann, schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare unten rein. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht hilft es auch anderen, weil dann kann man besser ran, weil ja die Verkleidung rings um den Sitz vernietet ist. Das wäre natürlich eine ideale Lösung, aber schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare. Und unsere Felle, unsere Schaffelle fallen somit weg. Das war's gewesen. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt. Wir freuen uns auf einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin.